Guten Morgen Mädels und Jungs. Heute seht ihr einen kurzen Beitrag aus Kraftwerk Nußdorf. Und zwar ein spezielles Kraftwerk. Es ist ein Kraftwerk auf einem Nebenarm der Donau, der durch Wien fließt. Der Donaukanal. Und hier ist eine spezielle Turbine verbaut, die eine Gesamtleistung von 4,74 Gigawatt im Jahr bringt. Und zwar mehrere Turbinen, Rohrturbinen, kleinere, Entschuldigung, als Matrix-Turbine zusammengefasst. Das heißt, die sind angeordnet wie in einem Würfel, aber hier in einer speziellen Bauart, nicht in einer Würfelform, sondern einfach nur der Reihe nach angeordnet, da hier die Flusshöhe nicht so hoch ist. Und nach der Hochwassersituation ist hier, wie man so schön sehen kann, das Wehr ganz geöffnet. Das Spezielle an diesem Kraftwerk ist, dass es in eine alte Anlage eingebaut wurde, die unter Denkmalschutz steht. Das sieht man hier an diesen zwei wunderschönen Löwen, die auf den Säulen stehen. Und die Schwierigkeit war eben hier keine sichtbar baulichen Veränderungen vorzunehmen, sondern das eigentlich unterirdisch so weit einzubauen, ohne dass es von irgendjemandem gesehen wird. Und dass das Denkmalamt hier auch keine Probleme damit hat. Und dieses Kraftwerk Nußdorf ist bei der Schemerlbrücke, eine sehr, sehr alte Brücke, entstanden. Und wir stehen hier genau am anderen Ende der Brücke bei einem dieser beiden Löwen, die die Einfahrt bewachen. Und hier unten ist das Kraftwerk verbaut. Hier durch diese Konstruktion wurden die Turbinen nach unten gelassen und dann unten an ihrem Platz gefahren bzw. gebracht. Und wie man hier noch schön sehen kann, hier sind noch Sandsäcke. Das ist sozusagen der letzte Rest der Überschwemmung, denn auch hier ist der Wasserpegel dementsprechend angestiegen und man musste die Wehre natürlich komplett öffnen. Man sieht natürlich keine Spuren mehr, aber in der Lobau hat man sie gestern noch gesehen und da ist das Wasser um viele, viele Meter angestiegen. Aber wie gesagt, heute schauen wir uns das Kraftwerk Nußdorf an mit seinen, ich glaube, 12 Matrix-Turbinen. Und gleich gegenüber von ein sehr altes Gebäude, wird heute nicht mehr gebaut, mit den wunderschönen Verzierungen auf der Fassade und mit dem Wappen österreichischen Adler über der Tür und natürlich einer wunderschönen Tür. Leider nicht in optimalen Zustand und seitlich sind einige Schäden an der Fassade, aber man kann doch erkennen, dass es ein wirklich wunderschönes altes Gebäude ist, das man heute so in dieser Art eigentlich nicht mehr baut, weil es einfach viel zu kostspielig wäre, solche Gebäude mit so vielen Verschnörkelungen auf der Fassade zu machen. Unter dem Wasserfall, genau. Komme dann später noch dazu, warum er das eigentlich so gemacht hat. Ja, also wir haben da die alte Wehranlage mit den zwei Schützen. Zwei hat man deswegen damals gemacht, weil gesagt hat, wenn eins nicht funktioniert, damit ich noch ein zweites habe. Quasi doppelte Sicherheit. Die obere Wehranlage hat mit dem Kraftwerk nichts zu tun. Die wird betrieben von der Via Donau. Das Kraftwerk selbst liegt da unten und hat genauso wie das Freudenau
ein Krafthaus und eine Wehranlage. Nur da besonders steht die Wehranlage auf dem Krafthaus drauf. Also nicht nebeneinander, sondern da hat man gelegt eine Form übereinander. Und diese Wehranlage oben ist immer offen oder fast immer offen, wenn ausreichend Wasser ist, weil sozusagen in den Donaukanal mehr reinfließt, als durch die Turbinen durchfließen kann. Da muss ich noch dazu sagen, warum das kommt ein bisschen streng. Einerseits habe ich damit das Kraftwerk versteckt, weil sonst hätte man diese hässliche Betonkante da sehen. Und das andere hat rechtliche Gründe, aber das kann ich dann drinnen noch erzählen. 16 Cent. Mit den Rucksäcken nur bitte gerade da heroben aufpassen, da mit dem Körper. Da gibt es einige Dinge, die Sie auslösen könnten, beziehungsweise an das Kraftwerk stilllegen können. Mit was bitte, dass Sie sich den Rucksack vom Rücken runternehmen, damit Sie mehr unter Kontrolle haben. Danke. Ja. Wir müssen aus den Sicherheitsgründen. Wenn ich jetzt zusperre, ist die Fluchtmöglichkeit immer gegeben. Also die Tür geht wieder auf, wenn man flüchten möchte, nur von außen kommt keiner herein. Okay, ja, da gibt es jetzt leider eine kleine Ausstellung. Sie sehen schon, das ist jetzt nicht wirklich gebaut für Besucher. Dann haben wir die Bilder von der Donauregulierung. So damals die ursprüngliche Stadt Wien mit einer Stadtmauer, was übrigens an sich nicht stimmen kann. Quasi, da haben sie auch alte Karten genommen, weil die Stadtmauer war zu dem Zeitpunkt schon abgetragen, die hat man 1859 abgerissen, die Wiener Stadtmauer, und dann begonnen den Ring auszubauen. Und das ist erst 1870 begonnen worden. Aber es war halt auch alte Karten, wo man sozusagen die alten Donauverlauf gesehen hat und wo eben da jetzt von dieser französischen Kanalbaufirma die Donau hineingebaut worden ist, wo dann eben schon Sicht parzelliert und die Altgewässer auf der stadtseitigen Seite zugeschüttet worden sind und eben da oben die Situation. Und die ist dann erst 30 Jahre später gelöst worden mit dieser Anordnung. Wir sind also zuerst da irgendwo gestanden. Ne? Da, wie gesagt, ist die Schleuse, die wir so hinter die Bank gesehen haben. Und da der Zulauf des Wassers in den Donaukanal hinein. Noch einmal auf so einer kleinen Insel. Und so die Situation, wie das halt damals ausgeschaut hat, auch eines der frühen Fotos. Gut, wenn es ein bisschen eng ist. Ja, da sieht man so, die haben nur einen englischen Namen dafür. Schau mal, ob der übersetzt ist. Draft Tube nennen sie das. Also das ist sozusagen so eine Einheit, die quasi die Außenhülle dieser Turbine, die Sie da gesehen haben, und die Turbine sitzt da drinnen. Also jetzt noch nicht, sondern zuerst haben sie einfach nur die Räder runtergestellt, die bilden quasi den Boden von dem Kraftwerk. Wir gehen dann, wenn wir ganz unten sind, da drauf. Da gehen wir. Da ist dann das Saugrohr und da sitzt die Turbine drinnen mit dem Teil, da mit dem Teil, wo eben das Rad drinnen war, und da sozusagen liegt die Zigarre. Und da ist dann nur eine Öffnung. Die kommt von oben raus, dann beim Rad. Genau, die ist dann so reingesetzt worden. Genau. Die ist auch noch leer. Die kennen nur zwei Betriebszustände. Diese Maschine, also nicht so wie bei der Kaplan-Turbine der Freudenau, wo man sozusagen regulieren kann, wie viel Wasser durchgeht, gibt es da nur einen Betriebszustand oder zwei, offen zu. Also um 12 Kubikmeter oder nichts. Also das rinnt da automatisch. Es sind übrigens nur 11 Kubikmeter, Entschuldigung, aber 11 Kubikmeter. Und da sieht man es einmal
nicht in Betrieb und das ist die Wehranlage oder ein Teil dieser Wehranlage. Ein anderes Prinzip, das heißt, wenn ich die Wehranlage aufmache, wird einfach Luft in diese Kissen hineingepresst und dann pumpen sich die Kissen auf und heben diese Wehrplatteln gegen das Wasser. Ja, und wenn ich jetzt da das aufmachen will, lasst man einfach nur beziehungsweise man dreht einfach die Luft ab, dann drückt das Wasser die Wehranlage sowieso so nach vorne und presst die Luft aus diesen Kissen heraus. Da deswegen quasi umgekehrt, weil sozusagen das eher der seltenere Zustand ist. Das ist ein Material? Das ist ein normaler, ich sage ein Gummi. Also, Aha, so ein dicker genau. Gummi. Schaut ein bisschen aus wie ich glaube, so ähnliches Material wie auch die Fender, glaube ich, heißen die bei den Schiff. Wie? Ja, Fender. Fender.